Hi Regina, du hast letzte Stunde einmal das mit der Bogenhaltung gemacht, beziehungsweise ich sag nicht gern Bogenhaltung, ich sag vielleicht Bogenführung oder so. Wir hatten ja letzte Stunde hatten wir damit aufgehört, dass das mit dem gerade Streichen noch nicht immer ganz geklappt hat, ne? Und ich habe ein Tutorial gefunden von Lindsay Sterling, die erklärt, wie man gerade streicht. Okay, und ich glaube, also sie hat viele Leute bestimmt inspiriert, Geige zu lernen auch, die das vielleicht auch von ihr gerne lernen. Und ja, wir probieren das einfach mal. Ja. Hast du eigentlich Lust, direkt mitzumachen? Ja. I want to talk about how to keep the bow straight. So, a really, really important thing about getting good tone on a violin is the ability to keep your bow straight. There are a lot of mechanics that go into keeping the bow straight. So, one of the most important things is realizing that your arm is broken up into I'm gonna say 3 basic parts. You've got your upper arm. Okay, you've got your upper arm, your lower arm, and your wrist. And they all have a different part to play in creating a straight bow. So first of all, your upper arm is for changing strings. So when you want to cross from one string to the other, the E is the lowest string, then the A, then the D, then the G. And so the upper arm is like the hinge from the shoulder to make your bow go from string to string and still stay straight and get good tone. Second thing is the upper arm is for when you're at the frog of the bow. The low part of the bow. It can't get to it if you don't use your upper arm. The lower part of your arm is for the upper part of the bow. To keep it. So as you can see, let me go over that. Also jetzt erklärt sie ja gerade erstmal die Seitenwechsel, ne? Das machen wir nächstes Mal, okay? Ja. Alright, also, like I said, the upper arm comes into play when I'm playing at the frog of the bow. Willst du es ausprobieren? Das ist aber ein bisschen schnell, wie sie erklärt. Deswegen ich versuche alles zu... Das war jetzt vielleicht eine Sache, sie hat gesagt, am Frosch, Ja. wenn man Frosch streicht, macht das der Oberarm. Genau. Müssen wir probieren? So. Okay, ja. However, once you reach the middle part of the bow, or even the last 2/3 of the top of the bow, you're going to be just using your upper arm, or this part, your forearm. And you see the top part of your arm. I should have used the actual anatomical terms for this, but this part of your arm does not move really at all once you get to the upper 2/3 of the bow. The upper part of the arm moves when you're at the frog, and then it kind of stops, and the rest of the movement comes from your lower appendage. Also wie sie es erklärt hat, nur einmal kurz auf Deutsch. Sie hat erklärt, am Anfang geht der Oberarm und dann, wenn man so ungefähr bei der Mitte des Bogens geht, nur noch der Unterarm. Entschuldigung, ich muss ein bisschen lachen. Wie fühlt sich das an? Komisch. Komisch? Ja. Ich fühle noch nie so wirklich, wo steuere ich die Bewegung, ehrlich gesagt. Das ist interessant. Also wo steuerst du die Bewegung, ist eine Frage, ne? Ja. Und laut ihr ja erst im Oberarm und dann im Unterarm. Aber es ist komisch, sagst du. Weil ich bewege ja trotzdem das ganze Arm, aber muss ich mich dann hier mehr anspannen oder was bedeutet? Sagt sie jetzt nicht, aber wir gucken vielleicht noch weiter. Those are kind of the mechanics. You'll see, it's upper, then bold, then lower, lower, bold, upper. Does that make sense? So it's like a 3-part
three-part process. A great way to practice is by looking in the mirror for this. In den Spiegel gucken. Mhm. Willst du das einmal machen, indem du in die Kamera guckst Mhm. und das so übst, dass du deinen Bogen gerade hältst? Okay, wie geht das? Nicht gerade und klingt schlecht. Okay, vielleicht musst du einfach noch besser in den Spiegel gucken. Ja, okay. Was findest du schwierig, Regina? Mich auf die Geometrie von meiner Hand zu fokussieren und Ja. gleichzeitig Kontakt zur Seite zu haben, weil es fühlt sich, dass es rutscht. Mhm. Und ja, Ja. diese zwei Sachen. Ja, es ist auch spannend, du sagst Geometrie, als wäre das so mathematisch-technisch, was wir gerade machen, ne? Ein bisschen, oder? Auf die Geometrie von meiner Hand zu fokussieren. Mhm. Ja, so wird das ja auch erklärt. The last thing though is you saw my wrist. The wrist is so important because if you think about it, if the wrist doesn't move at all, it's impossible to do it. So watch. Even if I did everything appropriate with my arm movement, I'm going to try to do this incorrectly. So watch, if my wrist doesn't move at all, because it didn't, well, it's really hard to do it without, so if my wrist stays in this extended position, it's impossible. It sends my bow crooked. And as you see as I play, it kind of crunches in a little. Crunch is a bad sounding word. It kind of contracts in and then it expands as I go so that it eventually reaches this kind of a position and then it comes in and it goes. So as you see, it's like it's bent over like this. When I get to the top, it gets bent up and my wrist is above the bow, just barely. And then when it comes out, it almost bends the other way. So the shape of the wrist is now like this. Okay. Willst du es probieren? Mhm. So, oder? Ich denke schon. Dass der Handgelenk ist dann oben und dann unten. Ja, sie meinte nur ein bisschen oben. Okay, wie fühlt sich das an? Gut, glaube. Hast du auch an alle Schritte gedacht? Oberarm Mhm. gerade? Ja. Ist das gerade einfach? Das ist schwer. Das ist also an sehr viele Sachen zu denken und gleichzeitig noch den Blick zu haben, dass der Bogen gerade bleibt. Ja. Weil ich kann das nicht wirklich von hier sehen, oder? Ob der Bogen gerade ist. Kann ich das? Man kann das nicht so gut sehen. Deswegen der Spiegel sozusagen oder die Kamera, ne? Mhm. Jetzt zeige ich dir mal, wie ich das unterrichte. Ich würde dich bitten, einmal diese ganze Bewegungsanalyse zu vergessen. Mhm. Dieses mit hier, was macht das alles? Einfach mal wieder in den Mülleimer schmeißen, okay? Wenn du jetzt den Bogen hinlegst, hier liegt ab und du siehst, wenn du erstmal noch nicht fährst, dass das eine ganz gerade Linie ist hier, der Bogen, ne? Mhm. Und du stellst dir jetzt vor, diese Linie geht noch weiter, sozusagen, wenn du jetzt auf der D-Seite bist, zeigt diese Richtung zum Kölner Dom, Mhm. sozusagen, und die Richtung Nippes. Und jetzt versuchst du mal, wenn du nach rechts fährst, Richtung Dom zu fahren und links Richtung Nippes. Jetzt nach Nippes, weiter, da hinten ist Nippes. Ja, mit Kölner Dom passt gut. Gut. Genau, und Nippes ist da hinten. Ja. Wow,
Das ist sehr schön. Was ich jetzt sehe, ist, dass du auch automatisch dein Oberarm ist nicht mehr so wie ein Hühnchen am Frosch, sondern da ist automatisch da mehr Luft drunter sozusagen. Wie fühlt sich das jetzt an? Viel freier und viel, wie soll ich das erklären? Dass man hat die größere Perspektive und deswegen man fühlt den Ziel und man ist aber entspannt gleichzeitig, weil man soll nicht achten, also man denkt nicht auf die ganzen Kleinigkeiten sozusagen, technische. Und es fühlt sich, es hat sich jetzt gerade von selbst irgendwie organisiert. Ja. Dass mein Körper hat sich gut organisiert. Und vorhin hattest du die Frage, wo steuerst du, ne? Wo hast du denn jetzt gerade gesteuert? Wenn du so fährst mit dem Bogen. Vom Bauch, also das Gefühl. Weil ich fühle mich immer, dass ich irgendwie, wenn ich auf die technischen Sachen konzentriere, dann ich atme anderes und dann ich fühle mich verkrampfter. Und wenn jetzt gerade mit diesem größeren Blick hatte ich mehr Raum irgendwie nach Gefühl und deswegen konnte wirklich von dem Bauch sozusagen die Bewegung steuern und nicht so irgendwie von hier oder von hier. Also ja, und ich würde sagen, du hast ihn jetzt aus der Hand gesteuert. Die ganze Zeit und der Rest ist einfach mitgekommen. Ganz natürlich. Wie eine alltägliche Bewegung sozusagen. Willst du noch einmal probieren? Es hat sich auch so angefühlt, als ob es schon die Route gibt und ich einfach auf diese Route fahre. Ja, ich sag auch Bogenstraße zum Beispiel und es gibt auch verschiedene Bogenstraßen. Ich kann hier am Steg fahren oder auf dem Griffbrett oder hier in der Mitte. Und zum Dom und dann nach Nippes. Darüber, weiter. Nippes ist da drüben. Ja, genau, da hinten. Ja, wunderbar. Was fällt dir leichter? Zum einen. Nach Nippes zu fahren oder zum Dom? Zum Dom. Okay. Jetzt machst du folgende Übung. Du nimmst den Bogen mal etwas höher. Okay? Und jetzt musst du sozusagen noch weiter bis nach Nippes fahren, damit du bis zum Frosch fährst, okay? Und jetzt fährst du erstmal zum Dom. Und jetzt fährst du nach Nippes. Und zwar da hinten. Weiter. Und noch weiter. Genau. Ja. Du machst es noch einmal. Und Nippes ist da hinten, ganz da hinten. Gut, jetzt nimmst du den Bogen wieder zu dir, wie du es gewohnt bist. Und hast noch dieses lange Gefühl im Oberkörper, wenn jetzt die Hand an dir vorbeifährt nach Nippes. Weiter. Da hinten. Da fehlt Kolophonium. Jetzt einmal in einer Bewegung, ohne... Ja, genau. Wie ging das jetzt nach der Übung? Viel freier hier. Ich habe gefühlt, dass es viel freier geworden ist. Ja, wunderbar. Es gibt viele Geigenlehrer, die sagen, wenn man mit der Hand in die Richtung streicht, also Aufstrich, soll man so zur Nase fahren. Mach das mal, was dann passiert. Es fühlt sich schon komisch an. Also mit dem Handgelenk zur Nase sozusagen. Ja. Wie ist dieses Gefühl? Das macht mich kleiner. Ja. Das macht mich kleiner. Wenn ich jetzt gerade mit dieser Übung, was du vorgeschlagen hast, das war eigentlich sehr schön, weil man fühlt sich rund. Was hat jetzt für dich besser geklappt? Das mit dem Fahren und die Richtungen oder Oberarm, Unterarm, mit Handgelenk? Mit dem Fahren und die Richtungen. Ja. Dankeschön. Super, danke Regina.